BFK Gesundes Unternehmen, das Gütesiegel für ein modernes Employer Branding System, das Gütesiegel für kleine und mittlere Unternehmen. Was für Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? Die erste Voraussetzung ist das Thema Arbeitsschutz. Arbeitsschutz. Ist der Arbeitsschutz im Unternehmen klar geregelt und kann dies nachgewiesen werden? Wir brauchen hier ein Arbeitsschutzmanagementsystem, das heißt, der Arbeitsschutz muss von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und einem Arbeitsmediziner entsprechend gut durchgeführt werden und es sollte dokumentiert werden. Für diese Frage gibt es 30 Punkte. Zweite Frage, DGUV2: Werden im Unternehmen regelmäßig Analysen zur Arbeitsbelastung auf Basis der DGUV2 durchgeführt? Das ist also die herkömmliche Gefährdungsbeurteilung. Auch die sollte durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit A durchgeführt werden im regelmäßigen Abstand. Wir unterscheiden hier sowohl Unternehmen bis zu 10 Mitarbeiter, Anlage A, und Unternehmen über 10 Mitarbeiter, Anlage B der DGUV2. Bitte mal genau durchlesen. Hier werden dann auch die Gefährdungsklassen ähm, definiert, das heißt, wie oft diese Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden muss. Auch hierfür gibt es 30 Punkte. Dann psychische Gefährdungsbeurteilung, Paragraph 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz muss Kriterium. Hierfür gibt es 30 Punkte. Es ist also nicht nur die Befragung, sondern die psychische Gefährdungsbeurteilung als Managementsystem einzuführen. Und hierfür gibt es wiederum 30 Punkte, genauso wie für die klassischen Gesundheitsfördermaßnahmen. Also das könnten sein Maßnahmen aus dem Bereich Ernährung, Entspannung, Bewegung oder medizinischer Vorsorge. Sie sollten mindestens 3 Präventionsmaßnahmen pro Jahr anbieten. Auch das ein Musskriterium und damit erreichen Sie jetzt für Ihren Betrieb, für Ihr Unternehmen 120 Punkte. 120 Punkte und 150 Punkte sind das Minimum, um dieses Gütesiegel zu erreichen. Das heißt, wir haben aus den nächsten Fragen von Prävention bis zu Bewertungsportal müssen Sie insgesamt 3 Fragen gut beantworten. 3 Fragen gut beantworten, dann erhalten Sie weitere 30 Punkte und erreichen das Minimum von 150. Also in dem Fall, erstes Kann-Kriterium, bietet das Unternehmen innovative Präventionsmaßnahmen an. Einfach deswegen wichtig, im Employer Branding geht es natürlich auch immer um Attraktivität, aber auch bei der Umsetzung der Maßnahmen, der Beteiligungsquote der Mitarbeiter. Je innovativer, je interessanter, je spannender diese Präventionsmaßnahmen sind, umso höher ist die Beteiligung. Leitbild. Ein Unternehmen sollte ein Leitbild und entsprechende Führungsgrundsätze zum Gesundheitsmanagement haben. Allein deswegen, sobald die Mitarbeiter wissen, dass es der Unternehmensführung ernst ist mit dem Thema Gesundheit und sind auch Regeln in Form von Führungsgrundsätzen aufgebaut, können sich sowohl Schulungen als auch die Mitarbeiter eben daran orientieren. Auch hierfür 10 Punkte. Dritter Punkt wäre die Zuständigkeit. Also wir bräuchten einen Mitarbeiter, der verantwortlich ist im Betrieb für das Thema Gesundheit. Der sollte klar kommuniziert werden auf der Webseite, im Internet, am grünen Brett etc. Information, also Mitarbeiter sollen sich zum Thema Gesundheitsmanagement und den Aktivitäten sozusagen informieren können. Das geschieht über grüne Bretter, Intranet, über andere, zum Beispiel Betriebsversammlungen, über andere Veranstaltungen. Auch hier Möglichkeiten schaffen, wenn Sie das umsetzen, 10 Punkte. Ein Gesundheitsbericht ist eine zusammenfassende Darstellung aller Gesundheitsmaßnahmen, auch zur Struktur aus dem vergangenen Jahr. Hierfür gibt es 10 Punkte. Thema Mitarbeiterentwicklung. Mitarbeiter sollten sowohl in der Weiter- und Fortbildung auch zum Thema Gesundheit und Gesundheitserhaltung, Work-Life-Balance, Stressmanagement, aber auch zum Führungsverhalten geschult werden. Weitere 10 Punkte. Eine Feedback-Kultur sollte geschaffen werden, das heißt, ob die Mitarbeiter sowohl Kritik als auch Vorschläge zur Verbesserung der Gesundheitsförderungsmaßnahmen einbringen können, ob sie mit Maßnahmen zufrieden sind, ob sie sich was anderes wünschen. Weitere 10 Punkte. Und wenn Sie diese ganzen Sachen schon umsetzen, dann können Sie sowohl im Internet, in Ihrem Internetauftritt zum Thema Gesundheitsmaßnahmen kommunizieren, dies für ein Employer Branding dann auch verwenden. Das gleiche gilt für die sozialen Medien. Auch hier können Sie diese Employer Branding Maßnahmen, die BGF und BGM Maßnahmen
werbewirksam platzieren und als letztes in den Bewertungsportalen, die ja heute bei der Google-Suche oft andere Einträge im Internet deutlich abhängen und schlagen, wäre es eben notwendig, hier einen gut geführten Eintrag zu haben, zum Beispiel in Kununu. Ja, wenn Sie diese Fragen beantworten und mindestens 150 Punkte, das heißt eben die ersten 4 Pflichtfragen mit 120 Punkten und aus den weiteren Fragen mindestens 3 positiv beantworten können mit Nachweis, dann können Sie über die Webseite der BFK Business Fitness Konzepte das Gütesiegel für sich oder Ihren Kunden beantragen. Dankeschön fürs Zuhören.